This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Und da beginnt jetzt unser Abenteuer und damit hallo und herzlich willkommen zu The Standley Parable. Wir starten jetzt zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Kanal. Ich habe gesagt, es geht jetzt erstmal mit Omsi weiter. Das ja, kommt demnächst dann wieder. Ich habe das Spiel gesehen, dachte, das musst du unbedingt machen. Ja, wir spielen The Standley Parable, die Standley Parable. Und treten jetzt mal ganz einfach mal aus unserem Büro mal aus. Und sehen. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Genau, vorgucken wir aber erstmal hier. Gut. Tür ist zu, da kommen wir irgendwie jetzt nicht mehr rein. Ja. Unsere ganzen... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Richtig, keiner... Oh, guck mal, der hat bestimmt auch einen ganz einfachen Job, muss den ganzen Tag nur Stifte anspitzen. Das ist ja auch bestimmt sehr schön. So, ich mache den Computer hier mal aus. Man muss ja auch Strom sparen in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Springen können wir übrigens... You can't jump. Errungenschaft freigeschaltet. Schön, freue ich mich. So, springen können wir nicht. Man merkt es vielleicht. Es ist wirklich überhaupt keiner da. Türen können wir auch alle nicht aufmachen. Das ist ja richtig strange eigentlich. Keine Ahnung, ob das was bringt, hier die Computer auszuschalten, aber... So, Uhrzeit ist es gleich 11:30. Da steht ein altes Telefon. Wir haben auch überhaupt gar keine Beine, wie ich gerade sehe. Spiegeln tun wir uns auch nicht in den Fenstern. Das ist... da hat jemand Kaffee verschüttet. Das ist ja unfassbar. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. So. Hier, das Büro ist ja auch geil. Warte, geht das überhaupt? Da ist der Flur. Da ist die Tür. Ich frage nicht nach. Na gut. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Das glaubst auch nur du. Wir gehen mal durch die This was rechte not the Tür. correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Der Mitarbeiter Nummer 445 muss ja auch ganz ordentlich sein hier. Geht ja gar nicht. So, er hier. Die Büros sind jedenfalls sehr schön eingerichtet auf jeden Fall. Kann man gar nicht anders sagen. Hier auch 450.
Und das ist der... Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ja, das haben die Entwickler wirklich sehr schön gemacht hier. Das ist ein sehr schöner Raum. Können wir uns hier... Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ist wirklich so, also besonders hier zum Beispiel die beiden, die jetzt hier sitzen, ne? Es ist toll sein Gegenüber, also die können sich... Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Wegen dem Raum? Nee, finde ich nicht. Also ich finde den Raum schön. Der ist wirklich echt schön. Auch der hier sitzt, der hat auch ein... Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Also man merkt, also der Erzähler wird uns hier immer wieder unsere Sachen kommentieren, aber jetzt haben wir auch Ruhe. Ich glaube, er quatscht uns jetzt erstmal nicht mehr dazwischen. Ich wollte sagen, hier der ist, da kann ich auch im Prinzip fast mit allen hier unterhalten. Ich will wissen, was da auf den Zetteln steht. Aber wir können ja nicht springen. Na gut. Tja, was für ein schöner Raum. Ich glaube, wir gehen trotzdem mal weiter. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Die erste Tür links. Also wäre das die Tür hier. Oh, ich glaube nicht. Nein. Erstmal noch nicht. Nee, wir können hier überhaupt keine Türen aufmachen. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ja, das ist schon komisch. So. Können wir da nicht über die... Nein, wir können ja nicht springen. Schade eigentlich. Ach ja. Da haben wir jetzt die Tür da hinten vielleicht auf. Ne, da brauchen wir eine Keycard. So, was haben wir denn hier? Warning, do not jump from the cargo lift while it is in motion. Will cause death. Also wir dürfen nicht hier von der Plattform springen, weil dann sind wir tot. Also da unten, wenn wir da unten aufklatschen, dann sind wir tot. Ne? Ist ja eigentlich schon fast eine Herausforderung, ne? Sieht ja gar nicht so hoch aus, ne? Na, vielleicht, mal gucken, vielleicht. Weil wir haben ja hier, aber wir können auch nicht rennen, ne? Na, egal. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Natürlich. So, the end is loading. Und stimmt, dann sind wir wieder hier. Ach, schön. So gefällt mir das. Okay, All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Hä? Ging das nicht gerade nach rechts weiter? Willst du mich jetzt verarschen? Was ist denn jetzt los? Es ging doch gerade hier nach rechts noch weiter. Alter. Jetzt geht's aber los hier. Hier Strom abschalten. Es ist ja unfassbar. Awaiting Input. Input received. Das ist schön. Das ist ja geil. Ach ja. So, hier liegt immer noch der Kaffee.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Genau, sieht's aus. Vielleicht treffen wir da ja jemanden. Ist ja möglich. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Genau so sieht's nämlich aus. Das ist wirklich ein schöner, wunderschöner Raum hier. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so... But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nö, finde ich nicht. Ich hätte mal wirklich ausprobieren sollen, mal an jeder Tür zu rütteln. Vielleicht gibt das ja auch Stanley was so bad at following directions. It's ein incredible he wasn't Achievement. 5 years ago. Jetzt quatscht mir doch nicht ständig dazwischen. Das ist nervig. Oh, well, look who's got cold feet. Sorry to break it to you, Stanley, but that lift isn't coming back. You'd best either get comfortable right here on this platform, or test your luck by jumping to the floor below. You know what? Looking at it now, it's not that far to the bottom floor. I bet you can make it. Und wenn wir auf das Dach vom Lieferwagen das Schiff vielleicht schaffen, dann... Come on. I'm sure you'll survive the jump. Don't tell me you're scared. That's not the Stanley I know. Do it! 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 Ich tu's! Whoops. Looks like I was wrong. How clumsy of me. Ja, ihr merkt also, das Spiel hat mehrere Enden, 19 an der Stück. Wir haben jetzt die ersten 2 erlebt. Das war einmal das Powerful Ending und ich glaube, das andere war das Cold Feet Ending, also das kalte Füße Ending. Jetzt können wir aber nochmal dahin, um dann den Lift zu How long was I benutzen. sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Ach, guck mal, da sagt er jetzt schon wieder was ganz anderes. Und hier geht jetzt wieder nach rechts. Ist das geil. Ich mag das Spiel. Ich liebe solche Spiele. Hat ein bisschen was auch von, hier, wie heißt das Spiel? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Hey, denkst du? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. What was it about this room that called so deeply and so personally to Stanley? Its grace? Its subtle charm? No. Stanley knew it was something deeper, something darker. Kaffee. So sieht's nämlich aus. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nö, noch nicht. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. So, jetzt nehmen wir mal den Lift nach drüben. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. No. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Was jetzt für meine Zuschauer? Oder wen meinst du? Könnten wir jetzt eigentlich noch von hier auf den Steg springen? Ich glaube, nee. Das müssten wir vielleicht gleich mal probieren. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside.
to let her back into your life. She's been waiting. Ach, meint er jetzt hier, ich will da rein. Na gut. Meint er jetzt hier unsere Frau oder? Falls wir eine Frau haben, das ist ja... Ja, ich gehe auch jetzt ganz bestimmt in diesen total dunklen Raum. Das ist... Wäre auch eigentlich so ein geiles Horrorszenario, ne? So ein Spiel gemischt mit so ein bisschen Horror mit drin, mit Jumpscares und so. Ja, das wäre voll geil. So, und mit Anlauf. Los. Rinder. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Ich will raus. Könnten jetzt auch den Stecker rausziehen. Das können wir gleich im nächsten Durchlauf mal machen. Jetzt nehmen wir erstmal das Telefon ab. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Boah. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Das glaubst auch nur du. Sorry, but you're in my story now. Lass mich da durch. Alter. Ich kann ja auch Türen öffnen, so viel ich will. Nicht eine einzige geht auf. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Was? Guten Morgen, Angestellter 427. Drücke 2 auf deiner Tastatur. Ne, ich drücke jetzt einfach mal G. Weil vielleicht hört man das ja, aber geht nicht. Okay, ich drücke mal die 2. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Du bist ein Arsch. Bitte drücke Z. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Die Umgebung verändert sich. Drücke V. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Drücke G, um Fernsehen. Ja, das klappt bestimmt. Wir gucken jetzt bestimmt gleich Fernsehen. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Ich kann nicht zur Tür. Das ist ja auch geil. Bitte drücke 4, um Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Ja, wir haben bestimmt Kinder. So, he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Drücke 4, um Abendessen vorzubereiten. Unsere
Ja, die Frau hier ist ja auch sehr hübsch anzusehen. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Standley Parable. Jetzt hat er ja eigentlich schon gespoilert, was alles noch passieren könnte. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Genau so sieht's aus. Ne? 19 Enden gibt es. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ja gut, okay. Also Y jetzt, um früh bei der Arbeit zu sein, ja nö. Das sehe ich nicht ein. Komm, wir warten jetzt einfach mal. Es ist jetzt gleich kurz vor 6. Also kurz nach 5:30, ne? Wir warten jetzt einfach mal. Ich dachte, da kommt jetzt ehrlich noch was, aber anscheinend nicht. Gut, dann drücken wir gleich mal Y. Und dann mal gucken, was noch passiert. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Drücke Z, um nichts in Frage zu stellen. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I... Bitte stirb. So, das war das. Können wir eigentlich, But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. so, das war das Ende.
Ach, schön. So.